Hallo, liebe Käferfreunde. Es ist der 3. Januar, der erste zarte Schnee fällt selbst im Rheinland jetzt und da ist es Zeit, an den Sommer zu denken. Denn nichts ist peinlicher, als wenn er das schöne Cabriolet rausholt und fahrt damit beim Eiskaffee vor, steigt in die Bremsen, weil ihr da den potenziell heißesten Knusperpartner der Saison entdeckt habt und dann quietscht das Auto beim Bremsen wie ein entgleisender Güterzug der Deutschen Bahn. Woher kommt das? Das kommt mutmaßlich daher, dass ihr an eurem Käfer Bremszangen der Firma Gierling verwandt habt. Denn bei Volkswagen wurden damals Bremszangen von ATE oder Teves, wie man damals sagte, und Bremszangen von Gierling verbaut. Man kann jetzt nicht sagen, das eine ist original oder das andere nicht. Das ist genauso wie mit den Scheinwerfern. Da gab es Heller-Scheinwerfer, da gab es Bosch-Scheinwerfer. VW hatte für die wichtigen Teile vom Käfer immer mindestens 2 Lieferanten, manchmal aber auch 3 oder 4, die parallel zueinander ans Band lieferten, um sicherzustellen, dass die Käferproduktion unter allen Umständen weiterlief. So, und der Gierling-Sattel, der neigte schon früher, zum Quietschen. Das hat man natürlich auch festgestellt und VW sagte, das geht so nicht, da müssen wir nachbessern. Und deswegen wurden die Gierling-Sättel dann mit diesen Anti-Quietschblechen ausgestattet. Die kommen zwischen den Bremsbelag und den Kolben hier hinein und die vermindern dann dieses Quietschen ganz signifikant. So, jetzt höre ich schon einige wieder motzen und sagen, das ist kein Anti-Quietschblech, das ist eine Kolbenverdrehsicherung. Nee, ist es nicht. Es ist ein Anti-Quietschblech. Ja. Das ist so ein lustiger Florian-Begriff, aber im Prinzip ist er richtig. Eins ist es jedenfalls nicht. Es ist keine Kolbenverdrehsicherung. Kommt mal her. Das kann ich euch hier zeigen. Das hier ist ein Update für den Werkstattleitfaden aus den frühen 70er Jahren, hier vom August 1972. Da kam die Gierling-Bremse und da steht drin, Funktion und Aufbau des Gierling-Festsattels entsprechen im Prinzip dem des Teves-Festsattels. Jedoch besitzt der Gierling-Festsattel statt der Kolbenverdrehsicherungen und entsprechender Kolben Geräuschdämpfungsbleche zwischen Kolben und Bremsbelägen. Geräuschdämpfungsbleche, ja, das ist die Wolfsburger Semantik. Ich sage Anti-Quietschbleche, denn das trifft es viel schöner. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo kriegt man diese Anti-Quietschbleche her? Von VW jedenfalls heute nicht. Und lustigerweise von VW früher auch nicht. Denn guckt mal hier, das ist der Ersatzteilpapierkatalog, der früher an der Ersatzteiltheke bei VW lag. Hier oben ist die ATE-Bremse dargestellt. Da ist die Kolbenverdrehsicherung. Und die heißt auch hier so, Verdrehsicherung. Und hier unten, da ist das Anti-Quietschblech der Gierling-Bremse. Und schaut mal hier, die Verdrehsicherung hat eine Nummer und das Anti-Quietschblech nicht. Das Anti-Quietschblech gab es nur zusammen mit den Klötzen. Das heißt, wenn man früher Bremsklötze gekauft hat bei VW, dann waren in der Packung die Anti-Quietschbleche mit dabei. Im Zubehör natürlich nicht und heute im Zubehör schon mal überhaupt nicht. Das heißt, wenn die verloren gegangen sind, dann hat man sie nicht und es gab sie bisher nicht. Naja, eigentlich gab es sie schon. Es hat sich schon mal ein Kollege Gedanken darüber gemacht und hat sie wieder aufgelegt. Leider hat er sie viel zu dick gemacht. Die waren dann nämlich 1 mm stark und in Wahrheit müssen sie 0,4 mm sein. Jetzt kann man sagen, das macht doch nichts. Doch, macht schon was. Denn inzwischen werden ja auch diese Bremsklötze nicht mehr so richtig exakt gefertigt. Mal ist die Belagstärke so, mal ist sie so. Auf jeden Fall hat man dann oft das Problem, wenn die Anti-Quietschbleche zu dick sind, dass die Klötze dann nicht mehr reinpassen. Überhaupt, die Klötze, die im Zubehör und von den Repro-Fuzis so verkauft werden, die passen auch aus einem anderen Grund oft nicht. Die passen noch nicht mal hier so rein, weil sie zu breit gemacht sind. Ein Fewip Bremsklotz, der passt rein, sitzt, packt, wackelt und hat Luft und dann passt auch noch das Anti-Quietschblech mit hinein. So. Da könnt ihr euch also sicher sein, Fewip Bremsklötze, die passen auch in den überholten Sattel mit rein und die Anti-Quietschbleche, die haben wir jetzt aufgelegt und zwar beim echten OE-Hersteller, der das richtige Material verwandt hat. Das ist nämlich auch wichtig. Eine Kolbenverdrehsicherung, die ist keinem Druck ausgesetzt. Aber das Anti-Quietschblech hier, da geht die volle Kraft des Bremskolbens drauf und drückt dann gegen den Bremsbelag. Das sollte schon aus dem richtigen Material gemacht sein und die richtige Materialstärke. Das heißt, dieses Ding ist von einem OE-Hersteller zertifiziert
und in Europa hergestellt. Da ist eine Produkthaftung dahinter. Da könnt ihr euch darauf verlassen, ab jetzt bei allen Fewip-Vertriebspartnern zu bestellen. Zum Beispiel beim Markus Ehrengruber in Nürnberg von der GEMA Classic. Hashtag Volksfreak heißt das, glaube ich, bei Instagram. Da findet ihr GEMA Classic, Hashtag Volksfreak. Der hat es schon auf Lager, da könnt ihr es jetzt bestellen. So, jetzt haben wir wieder was gelernt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bringt euch in Form, denkt an die Bikini-Figur, denn der nächste Sommer kommt schneller, als man denkt. Tschüss.